meine lieben Freunde von altem Lego. Heute geht es weiter mit dem 5. und letzten Aufbauvideo der Eisenbahnwelt der 60er Jahre. Damals war die Entwicklung bei Lego fast noch viel schneller als heute. 1966 der einzigartige blaue Zug mit besonderer Zugkraft, wie ich euch am Ende des Videos zeigen werde. 1967 kam dann schon der schwarze Zug, 68 die Magnetkupplungen und die 3 verschiedenen elektronischen Schaltungen, die wir uns schon im letzten Video angeschaut haben. Heute kommen wir in das Jahr 1969 mit dem neuen Motor, den Speichenrädern und dem 12-Volt Eisenbahnsystem. Am Ende des Videos beginne ich die Bahnanlage für das nächste Übersichtsvideo aufzubauen. Und wir schauen uns einige kreative Anwendungen der alten blauen Schienen aus dem Ideenbuch an. Nach den einzigartigen Eisenbahnsets von 1968 war nur ein Jahr später wieder alles neu. Es kam der neue Motor mit den Speichenrädern, der um 2 Platten niedriger ist, und die Loks tragen jetzt die Artikelnummer in gold geprägten Ziffern am Führerstand. Die neue 4,5 Volt Lokomotive mit Tender, Setnummer 122, hat 96 Teile und wurde zum Preis von 32,50 Mark verkauft. Der neue Motor ist zwar kleiner, aber doppelt so schwer als der alte. Der Batteriekasten ist bis 1973 immer noch der Typ 2 von 1967. Zur Lokomotive gibt es 3 getrennt erhältliche Waggonpackungen. Der rote Personenwagen 123 hat 98 Teile und kostete 9,50 Mark. Auf der Verpackung ist vorne ein großformatiges Foto, auf der Seite das dreigeteilte Logo mit Lego-System, die 5 Grundfarben der damaligen Steine und die Familie. Und auf der Hinterseite gibt es Detailfotos von einem Speichenrad-Prototyp mit geriffelter Felge, das es so überhaupt nie gegeben hat. Die Waggons haben neue bedruckte Steine. Am Personenwagen ein roter 1x8 Stein mit dem International Europe Schriftzug. Boden und Dach sind graue 6x16 Platten. So wie schon 67 sind die 12 Fenster aus 1x2 Transparentsteinen zusammengesetzt. Dieser Personenwagen ist eine Platte niedriger als üblich gebaut. Der zweite Wagen ist der blaue gedeckte Güterwagen 124 aus 56 Teilen um 8,50 Mark. Mit 4 Flügeltüren zum Öffnen und 4 bedruckten blauen 1x4 Steinen. Der dritte Eisenbahnwaggon ist die Kipplore 125 aus 20 Teilen um 5,25 Mark. Auf einer kleinen, grauen 6x12 Grundplatte ist auf 2 Haltern aus 2 blauen 1x4 Steinen zwischen den Noppen eine weiße Kipplore eingehängt, mit den neuen trapezförmigen Kipperstirnseiten und mit den 2 Haltestiften. 2 dieser Kipploren waren im neuen 4,5 Volt Güterzugset mit Schienenkreis dabei. Artikelnummer 120 aus 169 Teilen zum Preis von 48,50 Mark. Ich habe überhaupt nichts von diesem Set, habe mir Teileliste und Bauanleitung aus dem Internet ausgedruckt und baue nun für euch dieses Set zusammen. Beim Set ist ein neuer Motor dabei, aber nicht dieser, sondern der mit 2 Radsteckern. Ich habe hier den neueren von 74. Auf den Motorblock kommt die übliche graue Lokomotiv-Grundplatte. Auf der Unterseite kommen vorne und hinten die Magnetkupplungen hin. Der Aufbau ist gleich wie bei den alten Lokomotiven. Auf den Motor kommt eine rote Zierleiste.
Der Kessel liegt jetzt wegen dem kleineren Motor um 2 Platten tiefer. Beim Führerstand fehlen mir natürlich die 2 schwarzen 1x6 Schriftsteine mit der Goldprägung der Artikelnummer 120. Jetzt schließen wir die kurzen Kabel an. Auf den Kessel kommt ein besonders hoher Kamin aus 3 2x2 Grundsteinen und ein Sandkasten aus einem 1x2 Stein. Das Dach ist aus roten Platten gebaut. Auf den Motorblock kommen die 4 Speichenräder für Lokomotiven. Bei diesem Set waren noch die grauen Haftreifen dabei, ich habe hier die schwarzen. Der Tender ist wieder im alten Stil gebaut. Auf 2 schwarzen 2x4 Steinen kommen die alten weißen Achssteine, Speichenräder für Waggons, Magnetkupplungen und rote Bordwände für den Kohlebunker. Wir schließen die Kabel an den Batteriekasten an und können die Lokomotive schon Probe fahren lassen. Beim Set sind 2 Kipploren dabei, genau die gleichen wie das Waggonset 125. Aber ich habe es leider nur ein einziges Mal. Zum Set gehören 2 dieser Wagen und ein ganzer Schienenkreis. 1969 kam ganz neu das 12-Volt-Eisenbahnsystem heraus. Mit ganz neuen Stromschienen, die in der Mitte der alten Schienen eingesetzt werden. Für gerade Gleise und für Kurven. Die Metallschienen werden zuerst mit den kleinen Zapfen ineinander gesteckt und erst dann auf die 2x8 Schwellen geklemmt. Die Fahrschienen sind genau die gleichen wie bisher. Die Weichen sind vollkommen neu. Mit den 2 Stromabnehmern kann das Weichenherz stromlos sein. Unten haben wir in der Mitte eine besondere Weichenschwelle. Zuerst gab es nur elektromagnetische Weichen. Das Handweichenset 755 kam erst 1974 heraus. Es ist eine Fliese mit der Weichennummer aufgesteckt und ein besonderer 1x2x2 Stein dient als Drehknopf und gleichzeitig als Signal. Jetzt stecken wir noch schnell einige Schienen zusammen. Der Verbindungskabel war beim Zugset dabei. Er wird mit den 4 Noppen unten an irgendeine Stromschiene angeklemmt. Die Schienenhalter sind gleichzeitig die Kontakte. Den Transformator, Artikel 740, musste man um 38,50 Mark getrennt kaufen. Er hat 3 Anschlüsse für Fahrstrom, Weichenantrieb und Beleuchtung. Wir schauen uns jetzt den 12-Volt-Motor an. Es ist genau dasselbe Gehäuse wie vom neuen 4,5 Volt Motor. Aber der 12 Volt Motor ist am gelben Etikett erkennbar, das man durch das Sichtfenster sieht. Zum neuen Motor gehören die Speichenräder ohne die Formkupplungen. Neben dem Stecker sind außen noch 2 Kontakte für die Stromabnehmer. 1974 kam ein neuerer Motor Typ C mit dem 3. Loch für eine Technikachse. Bei diesem fehlen die außenliegenden Kontakte. Deshalb gibt es 2 verschiedene Stromabnehmer. Der alte von 1969 mit den dicken Steckern außen und der neue Stromabnehmer von 74 mit den 2 schmalen Steckern innen. Unten sind die Schleifer immer gleich. Ihr müsst immer genau schauen, dass die Schleifer zu eurem Motortyp dazu passen. Jetzt stecken wir den alten Stromabnehmer auf den alten Motor. Die gefederten Schleifer stellen den Kontakt mit den Stromschienen her. Und man kann den Motor mit dem Fahrregler steuern. Für einen sicheren Kontakt, vor allem beim Überfahren von Weichen, gibt es an der Hinterseite des Motors noch einen zweiten Stromabnehmer.
Mit dem Fahrregler kann nicht nur die Fahrtrichtung, sondern auch die Geschwindigkeit eingestellt werden. An den Bügeln der Stromabnehmer kann vorn und hinten noch eine Laufachse eingehängt werden. Die alten Laufachsen bleiben nicht allein am Bügel hängen. Für die vierachsigen Lokomotiven gibt es eine neue 6x22 Grundplatte. 6 Noppen länger als die alte 6x16 Grundplatte für die zweiachsigen Lokomotiven. An den Enden sind eingebaute Halter für die Magnetkupplungen, die jetzt um einen Stein und eine Platte tiefer gelegt sind. Über den Bügeln der Stromabnehmer gibt es einen halbrunden Halter für die Fixierung der Laufachsen. Mit diesen Haltern an der Grundplatte bleiben die Haken der Laufachsen fest in den Bügeln der Stromabnehmer hängen. Die Laufachsen sind für Kurvenfahrt und Steigungen frei beweglich. Beim neuen Motor Typ C von 1974 ist das Fahrgestell der vierachsigen Lokomotiven etwas anders aufgebaut. Hier haben wir nicht nur neue Stromabnehmer mit den innenliegenden dünnen Steckern, die man wieder am Motor vorne und hinten ansteckt, sondern es gibt auch neue Laufachsen mit einem längeren Clip, der fix in die Bügel der Stromabnehmer einrastet. Bei diesem neuen Fahrgestell bleiben die Laufachsen auch ohne die Grundplatte fest am Motor hängen. Als zweite und letzte Lokomotive für heute schauen wir uns die erste 12-Volt-Lokomotive von 1969 an. Die Tenderlok gab es als Einzelpackung 721 aus 111 Teilen um 39,50 Mark oder als dieses Güterzug-Starter-Set mit der Nummer 720 aus 357 Teilen um 86,50 Mark. Die Bauanleitung hat 25 Bauschritte für die Tenderlokomotive und die 3 Güterwagen. Die Tenderlokomotive war schon vollständig aufgebaut in der schönen Klappdeckelpackung mit der Styroporeinlage, aber ohne die Stromabnehmer und Laufachsen, damit sie in der Packung nicht wackeln. Wir haben uns ja schon gerade angeschaut, wie der alte Typ aussieht. Da der Haken nicht fix hält, ist das Einsetzen etwas fummelig. So wird es gemacht: den Haken in den Bügel, die Laufachse in Position halten und den Stromabnehmer von unten anstecken. Jetzt können wir mit der Lokomotive schon eine Probefahrt machen. An der Vorderfront sieht man jetzt die neue Grundplatte mit dem Kupplungshalter, immer noch 2 rote 1x1 Fenster als Scheinwerfer. Neu sind die 1x4 Steine, die links und rechts am Dampfkessel als Windleitbleche aufgebaut sind. Die beweglichen Laufachsen, am Führerstand die goldgeprägte Ziffer mit der Setnummer 720, hinten der angebaute Tender, seitlich am Kessel die Dampfleitungen aus Rundsteinen und am Kamin die deutschen Farben. Eine schöne, lange, vierachsige Lokomotive. Die 3 Waggons waren nicht aufgebaut. Der erste Waggon ist ein weißer Kühlwagen. Die Kupplungen sind bei diesem Zug um einen Stein tiefer gesetzt. Er hat 4 blaue Flügeltüren zum Aufmachen mit den alten kleinen Griffen. Jeder Waggon hat 4 bedruckte 1x4 Steine. Die Waggons haben einen schwarzen Unterbau, auf dem die Kupplungen und die Achsen aufgesteckt werden. Der zweite Waggon ist ein roter, gedeckter Güterwagen mit 2 großen gelben breiten Türen.
Der Waggon ist eine Noppe kürzer gebaut, damit hinten das hochgestellte Bremserhäuschen Platz hat. Die alten gelben 1x5x4 Türen sind wie beim Sattelschlepper. Der dritte Waggon ist ein blauer Niederbordwagen mit 2 Steine hohen Bordwänden. Anstatt der 4 bedruckten 1x4 Steine gibt es 2 bedruckte 1x8 Steine. Die Starterpackung enthielt neben dem Güterzug noch ein Schienenoval mit 12 Volt Schienen und ein Anschlusskabel. Den Transformator musste man sich getrennt kaufen. Für das Übersichtsvideo in der nächsten Woche baue ich für euch noch eine kleine Gleisanlage. Die Lego-Schienen liegen 4 Noppen auseinander und haben eine Spurweite von 37,5 mm. Die Schienen sind 16 Noppen lang, das sind 2 Schwellen. Ein Kreis besteht aus 16 gebogenen Schienen, der Kurvenradius sind 40 Noppen, 5 Achterschwellen oder 31,7 cm. Für einen Schienenkreis braucht man mit den Schwellen 71 cm Platz. Der Außenkreis ist um eine Schienenlänge breiter und hat 83 cm Durchmesser. Bei den Weichen wird die Abzweigung mit 2 Noppen Abstand parallel geführt. Die Gleise liegen Schwelle an Schwelle. Man kann die Schwellen leicht mit Platten zusammenklammern. Man sollte zwar einen größeren, realistischeren Gleisabstand wählen, aber ich habe den Mindestgleisabstand von 2 Noppen mit den 24 Noppen langen Drehgestellwaggons getestet und die 6 Noppen breiten Züge können problemlos aneinander vorbeifahren. Eine Doppelschleife mit einer Kreuzung und 4x2 geraden Gleislängen ist 160 cm lang und hat auf meinem 1,5 Meter breiten Tisch schon gar nicht mehr Platz. Die Kreuzung kann man auch mit einer Überführung austauschen. Ich ersetze die Kreuzung einfach mit geraden Schienen. Bei der alten, hohen Lokomotive braucht man für die Brücke Stützen, die mindestens 11 Steine hoch sind. Mit dieser Höhe kann die Lokomotive bequem die Unterführung passieren. Für die Steigung lautet die Faustzahl eine Platte Höhenunterschied und 2 Platten Steigung pro Schienenlänge. Ich habe hier eine Steigung von einem Stein pro Schienenlänge eingebaut, wie es 1966 üblich war. Diese Steigung kann man in einem Halbkreis der Schleife bequem unterbringen. Die alte Lokomotive schafft diese Steigung ohne Schwierigkeiten. Die alte Lokomotive klettert die Steigung tapfer hoch, weil sie mit dem Batteriekasten ober dem Motor ein großes Gewicht hat. Bei den Schlepptänderlokomotiven ist diese Steigung mit dem alten Motor sicher nicht zu schaffen. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Die alte Lokomotive ist nämlich ein richtiges Schwergewicht und bringt mit dem Batteriekasten 437 Gramm auf die Waage. Mit diesem Eigengewicht entwickelt sie eine Zugkraft von 210 Gramm. Sie schaut zwar hässlich aus, aber was zählt, ist die Leistung.
Mein Zug mit 3 langen Waggons mit 2 Drehgestellen und 12 Achsen hat einen Rollwiderstand von nur 80 Gramm. Die Lok würde also fast 8 Waggons schaffen. Ohne den 261 Gramm schweren Batteriekasten bringt eine Lok nur noch 147 Gramm auf die Waage. Das ist fast nur noch ein Drittel. Die Zugkraft sinkt dadurch um 60% auf schmale 80 Gramm. Zusätzlich zu den Waggons muss aber noch der Schlepptender mit dem schweren Batteriefach gezogen werden. Dadurch schafft die Lokomotive den Zug nicht mehr. Das liegt natürlich auch am alten Motor. Der ist mit 88 Gramm ein reines Fliegengewicht und hat schon mit 4 Waggons seine Schwierigkeiten. Die Zugkraft der Lok ist 80 Gramm. Der Rollwiderstand vom Schlepptender und 3 zweiachsigen Waggons ist 70 Gramm. Der neue Motor ist zwar 2 Platten niedriger, hat aber mit 171 Gramm fast das doppelte Eigengewicht. Dadurch steigt die Zugkraft der Lok von 80 Gramm auf 110 Gramm. Das ist immer noch die Hälfte von der alten blauen Lok. Der neue Motor von 1974 schafft den Zug absolut mühelos. Jetzt werde ich noch am Schienenkreis für das Übersichtsvideo nächste Woche weiterbauen. Zum Schluss gibt es noch einige kreative Bauideen mit den blauen Schienen, die Magnetschwebebahn und die Achterbahn. Die erste Monorailbahn gab es bei Lego nämlich nicht erst 1987, sondern sie war schon als Bauidee im Ideenbuch Nummer 241 von 1969 enthalten. Beim Flughafenthema sieht man diese Magnetschwebebahn auf einer einzelnen blauen Schiene mit vertikal gestellten Achssteinen und Fenstern aus transparenten Steinen. Eine andere kreative Bauidee aus dem Ideenbuch von 69 ist die Achterbahn, wo gebogene Schienen hochkant zwischen die Noppen von 6x8 Platten eingesteckt werden. Die Spurweite ist zwar etwas zu breit für die normalen Eisenbahnräder, aber wenn man die Achsen einige Millimeter aus den Lagern herauszieht, passen die Räder gut mit den hochgestellten Schienen zusammen. Ich habe 3 kleine Achterbahnwagen mit Zugkupplungen aneinander gehängt. Mit den gebogenen Schienen kann man Gefälle und Steigungen der Achterbahn bauen, aber keine Kurven. Das war zum Abschluss der interessante Einblick in die erste Monorail und Achterbahn von Lego aus dem Ideenbuch von 69 mit der kreativen Verwendung der blauen Schienen. Nach den 5 Aufbauvideos mit den großen Radlagersteinen der 60er Jahre gibt es in der nächsten Woche das Übersichtsvideo mit der Eisenbahn von 1966 bis 1969, wo die Waggons noch auf den alten Radlagersteinen rollten. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute zugesehen habt, verabschiede mich recht herzlich am heutigen Karfreitag und wünsche euch noch ein wunderschönes Osterfest. Auf Wiedersehen!